Hi! Heute geht es um den Versatz ohne Namen oder zumindest ohne einheitlichen Namen, was man daraus machen kann und was das alles mit dem Laplace'schen Dämon zu tun hat. Viel Spaß dabei! Dieser ominöse Versatz Nummer 3, beziehungsweise der Versatz ohne, sagen wir einmal, einheitlichen Namen, wird häufig auch einfach als Versätze kräftig beschrieben. Und es ist im Prinzip ein linker Unterhau gegen einen rechten Oberhau, wobei dieser Unterhau wieder relativ aggressiv durchgeführt wird und er geht zur Waffe des anderen, beziehungsweise zum Arm des anderen. Und last not least, er ist nicht gerade als Unterhau geschlagen, sondern relativ verwinkelt. Bedeutet, es ist nicht wesentlich weit weg von einem linken Mittelhau. Wir zeigen mal 4 Varianten, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise was man aus diesem Versatz machen kann. Grundsätzlich ist es so, dass dieser Versatz dann sehr gut funktioniert, wenn der andere relativ lang und relativ gerade angreift. In diesem Fall habe ich direkt seinen Arm getroffen, beziehungsweise sein Gelenk. Entweder der Arm ist ab, wie bei Talhofer, oder ich schneide einfach nur, wir zeigen es nochmal. Aus dieser Situation geht es insofern weiter, dass ich jetzt anfange, seinen linken Arm zu kontrollieren, mich in diese Position bewege und anschließend weiterarbeite. Zum Beispiel mit einem Stich. Wir zeigen es mal komplett. Das ist eine der Möglichkeiten. Nun kann es aber sein, dass er eben nicht ganz so lang und so hoch angreift. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum sollte er überhaupt so lang und so hoch angreifen? Nun, es gibt eine relativ einfache Antwort darauf. Es ist relativ häufig zu beobachten, dass man versucht, oder die Leute versuchen, sich in den Bereich des anderen hineinzubewegen, zu treffen und möglichst schnell wieder abzuhauen. Das heißt, es ist im Prinzip so eine Bewegung. Rein und wieder raus. Bedeutet auch, man wird das unter Umständen auf einer Linie machen, um eben schnell wieder wegzukommen. Wir zeigen das Ganze nochmal. Er versucht reinzugehen und gleich wieder rauszugehen. Deswegen wird dieser Versatz auch wieder aggressiv ausgeführt, was nichts anderes bedeutet als, ich versuche seine Bewegung zu nutzen, um ihm entgegenzukommen. Nun kann es aber sein, dass er ein bisschen kürzer haut. In diesem Fall treffe ich nicht den Arm, sondern ich versetze tatsächlich kräftig sein Messer, aber ich haue das nicht weg. Das heißt, ich schlage das Messer nicht da hinten in die Pampa. Wir zeigen es mal mit dem Schlagen. Denn in dem Moment falle ich im Prinzip direkt in eine schlechte Versatzung hinein. Nochmal. Da diese Gefahr grundsätzlich besteht, zum Beispiel, dass er weich wird, bedeutet das für mich auch hier wieder die linke Hand direkt zum Sichern mitführen. Denn wenn ich das nicht tue, trifft er mich entweder mit dem Knauf oder, wenn die Distanz ein bisschen größer ist, kann er tatsächlich mit der Klinge schlagen. Um das zu verhindern, die linke Hand. So, jetzt kann es natürlich sein, dass er, wenn er sieht,
dass ich nach links rausgehe, er sehr, sehr kurz schlägt. Auch in diesem Moment werde ich meine Bewegung nicht abbrechen, sondern einfach weitermachen. So sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit. Das ist auch dann anzuwenden, wenn ich ein bisschen weiter rauskomme, denn es macht keinen Sinn, aus dieser Position zurückzuziehen und zu stechen. Wir machen es mal langsam. Sondern es macht einfach Sinn, direkt weiterzumachen. Ja, was ist jetzt daran so interessant? Interessant ist der Punkt der Vorhersehbarkeit. Der berühmte Laplace'sche Dämon, den ich am Anfang erwähnt habe, ist, ja, wie ihr vielleicht wisst, ein theoretisches Konstrukt, das einfach Folgendes sagt: Wenn, vorausgesetzt, alles aus Teilchen besteht und diese Teilchen beschreibbar miteinander wechselwirken und ich alle Teilchen kenne und ich alle Wechselwirkungen berechnen könnte und vom Anfang der Zeit, ja, das alles wüsste, dann wüsste ich auch, wie das Universum endet, denn ich könnte in die Zukunft gucken. Das ist der Kern des Laplace'schen Dämons, ungefähr. Nun ist es aber so, dass wir es hier nicht mit der Frage zu tun haben, inwieweit das Universum deterministisch ist, sondern wir haben es mit der Frage zu tun, erstens, ja, welches Zufallselement existiert und zweitens, was können wir voraussehen und vor allem, mit welcher Wahrscheinlichkeit können wir das, was passiert, voraussehen. Ein Beispiel dazu, nehmen wir einmal an, er greift mich an, wie eben, und ich möchte versuchen, seinen Arm zu treffen. Solange er mich sehr lang angreift, ist es kein Problem. Wir zeigen es nochmal. Wenn ich mir das jetzt aber in den Kopf gesetzt habe, seinen Arm zu treffen, und er schlägt kurz, ja, dann passiert Folgendes. War nicht so gut. Nochmal. Ich habe mich selbst überlistet. Und warum habe ich das getan? Naja, ganz einfach. Wir Menschen neigen dazu, das Ziel zu antizipieren und unsere Handlung danach aufzubauen, was wir tun wollen. Dazu jetzt ganz kurz ein paar Prämissen, die wir einfach zugrunde legen. Erstens, menschliches Handeln ist nicht rein reaktiv. Das heißt, es berücksichtigt nicht nur abgelaufene Prozesse und die derzeitige Situation, sondern es wird aktiv versucht, die Umwelt zu beeinflussen. Zweitens, die Handlungen, die wir durchführen, werden antizipiert, das heißt auf vorhergesehene Ereignisse angepasst. Drittens, bei einer zielgerichteten Tätigkeit wird aus der wahrgenommenen Situation und dem Ziel im Geiste ein Bewegungsmodell erzeugt. Das heißt, man denkt die Bewegung vorher durch. Das ist beispielsweise bei Turnern so, die eine sehr komplizierte, lange Übung im Geiste vorher durchgehen, bevor sie turnen. Viertens, und das ist ganz wichtig, dieses Modell hat nach unserer Auffassung Wahrscheinlichkeitscharakter, bedeutet, es kann funktionieren, muss es aber nicht. Fünftens, bei der Ausführung komplexer, zusammenhängender Bewegungen wird die Aufmerksamkeit üblicherweise auf den nächsten Schritt der Bewegung gelenkt, damit eine flüssige Gesamtbewegung überhaupt erst möglich wird. Wir können also vereinfacht sagen, wir bauen uns im Geiste ein Bewegungsmodell auf und dieses Bewegungsmodell wird anschließend durchgeführt. Und was wir üben, ist hauptsächlich dieses Bewegungsmodell. Nehmen wir einmal eine Partnerübung und diese Partnerübung funktioniert genau so, wie sie funktionieren soll. Diese Übungssituation ist genau die Situation, ja, die wir euch eben gezeigt haben, eben eine idealisierte Technik,
In den japanischen Kampfkunstarten ist es häufig eine Kata oder eine Kata zu zweit, die auch mitunter einen anderen Namen haben kann. Es ist aber eine einstudierte Bewegung, bei der beide im Prinzip genau wissen, was sie tun und sie auch wissen, welche Rolle sie haben und was sie tun sollen. Wir zeigen das noch einmal aus der mittleren Distanz. Er greift mich lang an. So, wir wissen beide, was wir tun müssen. Er hat nicht nachgezogen, er hat gerade angegriffen, wie er das machen sollte. Und er hat so angegriffen, wie ich das vorhergesehen habe. Das heißt, ich konnte mich in eine Position bewegen, in der ich einen Vorteil habe, denn ich will ja in seinen Rücken. Das ist das hochgradig Effektive an dieser Technik. Ich bin eigentlich mit einem Hau schon fast am Ziel. Wir machen es nochmal. Das war's schon. Nun, das ist die Situation im Idealfall. Jetzt haben wir es aber mit einem Kampf zu tun. In einem Kampf wird es letztlich, und das ist auch Kern einer Kampfkunst logischerweise, wesentlich komplexer. Wir denken nochmal an die Bewegung mit dem Turner und dem, vielleicht einem Tonstück am Barren. Jetzt ist es in diesem Falle so, dass sich in unserem Fall der Barren wehrt. Das heißt, ich kann mir zwar etwas vornehmen, was ich tue, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass beide Barren anschließend noch an der gleichen Stelle sind. Das heißt, das Turngerät, wenn man so will, arbeitet in Wirklichkeit gegen mich. Es ist sogar noch schlimmer, er wird versuchen, mich zu täuschen, er wird versuchen, zu verdecken, was er tut. Er wird versuchen, alles, was ich an Antizipation habe, für seine Zwecke zu benutzen. Umgekehrt gilt dasselbe. Ein kurzes Beispiel dazu. Wenn ich ihn mit dem rechten Oberhau angreife, dann wird er nicht einfach stehen bleiben und nichts tun, denn wenn er einfach stehen bleibt und überhaupt nichts tut, kriegt er ein Messer im Kopf. Das heißt, das ist etwas, was er antizipiert. Da er das antizipiert, wird er versetzen, beispielsweise mit dem Versatz mit der verkehrten Hand. Er antizipiert, was ich tue, und er versetzt. Nun ist es natürlich so, dass ich wieder antizipieren kann, in einer Zielantizipation, wenn man das so will, dass er das antizipiert, was ich antizipiere oder umgekehrt. In diesem Fall, was wir eben gesehen haben, war ich die Ursache und die Wirkung war, dass er versetzt hat. Jetzt kann ich natürlich das Spielchen ein bisschen erweitern. Das heißt, ich antizipiere, dass er versetzt, ich greife an und ich wechsle durch. Das ist ein ganz typischer Fall dafür, dass ich versucht habe, seine Antizipation für meine Zwecke zu benutzen. Was natürlich auch klar ist, wir hatten es eben von dem Wahrscheinlichkeitscharakter der ganzen Geschichte, dass ich nicht wirklich weiß, was er tut. Das heißt, eine gewisse Unsicherheit ist immer dabei. Und jetzt kommen wir wieder zu der Technik des heftigen, kräftigen Versatzes, des Versatzes Nummer 3 und dem Fail, den ich eben produziert habe, indem ich versucht habe, mit aller Gewalt seinen Arm zu treffen. In dem Moment habe ich eine Zielantizipation durchgeführt, das heißt, ich habe mir im Geiste schon vorgestellt, ich treffe seinen Arm. Das habe ich mir vorgenommen, er hat angegriffen, aber nicht so, wie ich dachte. Ich dachte, er greift lang an, er hat es aber nicht getan. Er hat kurz angegriffen und ich habe mich immer noch darauf konzentriert, seinen Arm zu treffen. Wir machen es nochmal. Selbst wenn er nur ein klein wenig kürzer haut, führt das schon dazu, dass mein Messer unter seinem landet. Jetzt habe ich ihn zwar getroffen, aber gebracht hat mir das nichts. Denn was ich auf jeden Fall verhindern will, dass ich, wenn ich keinen Schutz habe, von seinem Messer getroffen werde. Mit anderen Worten, wenn ich die Sache vom Ende her denke und mich sehr auf das Endziel fixiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich das erreiche, einfach deswegen, weil er stets versuchen wird, mir die Suppe zu versalzen. Wenn ich also ein sehr langes Stück habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit
dass das tatsächlich so funktioniert, nur dann gegeben, wenn immer genau das passiert, was ich vorher antizipiert habe. Wenn das nicht so ist, würde das dazu führen, dass ich immer abbrechen muss, wenn irgendetwas nicht ganz so ist, wie es sein muss. Oder, noch schlimmer, wie eben gezeigt, wenn ich versuche, ihn am Arm zu treffen und es geht nicht, in dem Moment habe ich mir selber eine Falle gestellt. Deswegen arbeiten wir mit einzelnen kleinen Schritten. Zwar ist das ganze Stück so, wie es ist, im Prinzip vom Ende her gedacht, aber es ist, um mal auf den Anfang dieser Serie zurückzukommen, meiner Meinung nach eben einfach nur ein Artefakt. Es ist einfach nur eine Möglichkeit von dem, was passieren kann, die aber erfolgreich zum Ziel geführt wurde. Um nun die Gesamterfolgswahrscheinlichkeit zu steigern, kann man einfach Folgendes tun. Man kann sich darauf konzentrieren, einen Schritt nach dem anderen zu machen und vom jeweiligen Schritt aus weiterzudenken. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, sein Messer zu treffen bei dieser Technik und anschließend zu stoßen, wunderbar. Jetzt ist es aber beispielsweise so, dass er sehr, sehr lang angreift. Ja, damit kann ich auch leben. Es ist einfach passiert. Ich habe es mir nicht wirklich vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, in diesen Winkel zu kommen, in seinen Rücken zu kommen und ihn unter Druck zu setzen. Mehr hatte ich gar nicht vor. Ob ich nun in einer Position ende, oder sagen wir mal in einer Zwischenposition ende, die an seinem Arm ist, oder ob ich in einer Position ende, die ja, hier ist mir eigentlich egal, wenn ich aus der jeweiligen Situation heraus weiß, wie ich weitermachen muss. Es ist vielleicht nicht das, was ich mir ursprünglich komplett vorgenommen hatte, aber es geht weiter und es geht natürlich sicher weiter, weil ich darauf geachtet habe, in keine Position zu kommen, die für mich von Nachteil ist. Das Ganze klingt jetzt zugegeben etwas theoretisch, aber es ist tatsächlich ein Teil dessen, was wir benutzen, um zu versuchen, aus einer idealen Übung hin zu einer kämpferischen Version zu kommen. Das heißt, auf gut Deutsch zu versuchen, die Brücke zu schlagen aus einem idealen Artefakt hin zur praktischen Anwendung. Das Ganze umfasst noch einige andere Dinge, aber ein Teil, um den es hier ging, ist die Unterteilung eines Stücks in Einzelteile und die Tatsache, dass es nur dann weitergehen kann, wenn das Einzelteil funktioniert hat. Das war es auch schon. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo und bis zum nächsten Mal.